Etwas Wasser in den Topf mit viel Gemüse und saftigen Hühnerbeinchen. So kommt man gut durch den Winter und die Erkältungszeit. Es bedarf keiner großen Vorbereitung und hat doch eine so große Wirkung auf die Gesundheit. Wie lecker! Hallihallo, ich begrüße dich herzlich in der Küche von Fein Fein Schmeckt's, dem sympathischen Kochkanal auf YouTube. Ja, und ich habe für euch heute das ultimative Rezept für gegen Erkältungen überhaupt, dass ihr gar keine erst kriegt und dass ihr gesund bleibt. Und wir brauchen ja wirklich so viel Vitamine und es ist so einfach, eine einfache Hühnerbrühe. Ja, die kennen wir ja schon von der Mama, wenn wir erkältet waren, und die Oma hat es schon gekocht. Und da gibt's auch wirklich gar nicht viel drumrum und das ist so schnell fertig und so lecker und gesund. Und die Zutaten für unsere leckere, gesunde Hühnersuppe habe ich hier schon mal vorbereitet. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall schon mal etwas vom Hühnchen. Und ich nehme da immer sehr gern Hähnchenschläge, Hühnchen nicht, aber vom männlichen, vom Hähnchen, weil da ist ein bisschen mehr Fleisch dran und die sind schön saftig und schön fettig, weil wir brauchen nämlich dann die Hähnchenschläge im Nachhinein, nachdem wir die ausgekocht haben, für ein ganz tolles, leckeres Gericht. Und das gibt's aber nächste Woche. Und zwar wird es ein Low-Carb-Gericht, ein spanisches. Aber mehr verrate ich noch gar nicht. Da müsst ihr am nächsten Sonntag einschalten und das ist so, so lecker, weil das können wir nämlich mitverwerten. Da brauchen wir es gar nicht wegschmeißen für die Brühe. Hähnchenschläge werden weiterverwendet. Dann brauchen wir natürlich auch noch zusätzlich ein bisschen Suppengrün. Da wird die Suppe grün. Nee, wird sie nicht, aber da ist immer Sellerie drin und Möhrchen und Lauch. Und dann brauchen wir natürlich ein bisschen Salz und später dann auch, klar, weil es soll eine Nudelsuppe werden, gibt es ein paar Buchstaben, so nette kleine Buchstaben, die mögen doch die Kinderchen auch immer so gern. Und die legen dann immer so hübsche, liebe Worte auf den Tellerrand. Kennt ihr das? Ja, habe ich auch immer gemacht früher. Und ihr könnt natürlich aber auch andere nehmen. Es gibt zum Beispiel solche Muschelnudeln, aber ich nehme immer sehr gern diese Buchstaben, weil die Kinder oder meine mögen es halt sehr gern. Ja, und das war's dann auch schon soweit. Und mehr brauchen wir auch gar nicht. Also sehr gesund, schmeißt die Tüten weg und eure Pulversuppen, denn das bringt überhaupt nichts. Und eine frisch ausgekochte Hühnerbrühe ist wirklich gut fürs Immunsystem im Winter, denn da ist auch ganz viel Zink drin. Und Zink brauchen wir, um gesund zu bleiben. Es braucht unser Immunsystem. Jetzt müssen wir dann alles noch ein bisschen klein schneiden, die Möhren putzen und in Scheiben schneiden, auch Lauch und Sellerie, ein bisschen klein schnippeln, weil es kocht sich ja auch noch von selber. Also ihr braucht nicht einmal viel arbeiten, das ist wirklich ganz schnell gemacht. Und das tue ich jetzt und ihr hört ein bisschen Musik und dann sehen wir uns gleich am Herd und können loslegen zu kochen. Fertig haben wir alles geschnitten und natürlich habe ich vorher auch das Suppengrün abgewaschen und auch die Hähnchenschenkel habe ich gewaschen und trocken getupft. Und jetzt können wir dann beginnen zu kochen. Denkt immer daran, legt erst die Hähnchenschenkel hinein, wenn das Wasser richtig kocht, weil sonst, wenn man schon vorher alles in den Topf legt und das Wasser langsam erhitzt und zum Kochen mitsamt Fleisch und Gemüse bringt, dann tritt zu viel Eiweiß aus und dann wird die Suppe so schaumig. Also um das zu vermeiden, wartet immer erst, bis es kocht. Da habe ich auch schon dann inzwischen hier die kleinen Buchstabennudeln in den Topf gegeben. Die kochen dann so ganz 7 Minuten nach Packungsbeilage. Die koche ich immer extra und gebe sie dann später zusätzlich in die Suppe rein. Und jetzt legen wir dann schon mal die Hähnchenschenkel rein in das kochende Wasser. So, dann lassen wir es nochmal aufkochen. Und danach, wenn alles kocht, das Gemüse noch mit dazu und ein bisschen Salz.
Ja, jetzt muss unsere Suppe dann circa 1 Stunde kochen. Dann sind die Hähnchenschenkel so richtig schön weich und zart. Und achtet auch darauf, nehmt nicht zu viel Wasser. Nur, dass die Hähnchenschenkel oder euer Fleisch leicht bedeckt ist, dann schmeckt hinterher die Brühe auch so richtig kräftig. Wenn ihr zu viel Wasser nehmt, schmeckt sie zu wässrig. Und dann neigt man nämlich dazu, einen Brühwürfel oder sowas reinzumachen. Den braucht ihr aber nicht. Wenn ihr genügend Gemüse reingebt, ordentlich Salz und nicht zu viel Wasser. Also jetzt lassen wir es mal 1 Stunde kochen, dann sehen wir uns gleich wieder. Da bin ich wieder mit der fertigen, leckeren Hühnersuppe. Ja, die war jetzt 1 Stunde auf dem Herd. Naja, ich bin ehrlich, ich habe schon eine vorgekocht. Wir richten jetzt einen schönen Teller an mit etwas Nudeln und Suppe und machen noch ein bisschen Petersilie drüber. Weil Petersilie ist auch immer ganz wichtig, denn die hat ganz, ganz viel Vitamin C. Und das brauchen wir natürlich im Winter auch noch. Und das Zink von der Brühe. Und jetzt ab rein in den Teller. Fertig ist unsere leckere, gesunde Hühnerbrühe mit diesen netten, kleinen, süßen Buchstaben drin und die lassen wir uns doch jetzt schmecken. Herrlich, es ist wirklich was ganz, ganz Feines und man braucht auch keine Brühwürfel und keine Tütensuppe, nichts. Nehmt einfach nicht zu viel Wasser, ordentlich Salz, schmeckt schön ab, ganz gesund. Und das brauchen wir doch jetzt im Winter, wenn wir krank sind oder wenn jemand von eurer Familie krank ist. Jeder freut sich, wenn man so eine tolle Brühe serviert kriegt. Und die ist auch wirklich zum Genesen gut, denn in der Petersilie da oben ist ganz viel Vitamin C, in der Brühe drin ist ganz viel Zink. Und das braucht unser Immunsystem jetzt zum gesund bleiben oder zum gesund werden, je nachdem. Ja, und die Hähnchenschenkel, die hebe ich jetzt auf. Und da gibt's nächste Woche ein ganz leckeres spanisches Gericht. Herrlich. Und es geht sogar als Low Carb durch. Das werde ich jetzt schon mal vorbereiten, aber das Video seht ihr erst nächsten Sonntag. Da freue ich mich natürlich dann, wenn ihr wieder einschaltet. Ja, und dass ihr jetzt auch dabei wart, das freut mich natürlich auch unwahrscheinlich. Und wenn euch das Video gefallen hat, naja, einen Daumen nach oben würde ich mich riesig freuen. Und macht euch diese Nudelsuppe auch zum Vorbeugen. Es wärmt auch schön durch, wenn es draußen kalt ist. Und nächste Woche sehen wir uns. Ja, um 20 Uhr am nächsten Sonntag. Bis dahin wünsche ich euch was. Bleibt gesund oder werdet gesund, je nachdem. Eure Joanna. Ciao, ciao.